Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Florian. Ich komme vom Planeten Erde, bin aber hier in Deutschland geboren und groß geworden. Und ich war die letzten 6 Jahre mit dem Fahrrad in der Welt unterwegs. Moment mal, 6 Jahre auf Reise? Na gut, ich kann ja mal kurz erzählen. Mit dem Fahrrad um die Welt, diesen Traum habe ich gelebt. Nach Indien sollte es nur gehen, doch dann ging es immer weiter. Die schönsten Winkel dieses Planeten habe ich durchquert, tolle Menschen getroffen, unglaubliche Gastfreundschaft erlebt. Eine Flucht und eine Suche gleichermaßen. Wovor ich davongelaufen bin? Vor einem normalen Leben in Deutschland, vor dem Stress, dem Leistungsdruck, vielleicht auch vor mir selbst. Was habe ich gefunden? Freiheit, Selbstbestimmung, Lebensfreude und eine andere Sicht auf die Dinge. Die Welt dreht sich nicht nur um mich, es geht um alle Menschen. Wir alle sind miteinander verbunden. Wir alle sind Brüder und Schwestern, Teil des großen Ganzen. Und so habe ich auch gelebt die letzten Jahre. Einfach und naturverbunden, mit sehr wenig Geld und mit anderen Menschen zusammen. Menschen, die auch wie ich mehr vom Leben wollten und anders denken, anders leben. Und aus dieser Welt komme ich nach 6,5 Jahren nach Deutschland zurück. Im Winter. Weihnachten, Familie, mein Elternhaus. Mir ist das alles ein wenig zu viel. Kulturschock in der eigenen Heimat. Ein Lied auf Florian. Eine Rede. Hippi hurra, hippi hurra, hippi hurra. Mir fällt nichts ein. Aber überhaupt nichts. Gar nichts. Was für ein Kasperle-Theater. Da weiß auch die kleine Amaya nicht, ob sie weinen oder lachen soll. Eigentlich die meiste Zeit meines Lebens war ich hier in dem Haus und irgendwie ist es auch voll normal, mit der Family zu sein. Aber irgendwie ist es auch voll komisch. Besonders der hohe Lebensstandard und das viele Essen geben mir zu denken. Alles voller Elektrogeräte, Spülmaschine, Wasserkocher, Waschmaschine, Kühlschrank, Mühle, Mixer. Alles läuft mit Strom hier. Speisekammer voller Essen. Was machen denn eigentlich meine Freunde von früher so? Servus. Flo, mein Freund. Hi. Nach oben geht's hier ins Schlafzimmer und so weiter. Haben wir sogar ein Ankleidezimmer für Anke, für die Dame des Hauses. Esszimmer. Ist auch noch gar nicht so alt, wie wir das gemacht haben. Haben wir uns schöne warme Möbel rausgesucht. Ja, dann geht's hier durch den Flur. Kommst in die Küche. Alles so ein bisschen verschachtelt. Und hier haben wir dann unsere Chill-Area, wo wir abends so nach getaner Arbeit uns hinsetzen zusammen und ein bisschen unterhalten und vielleicht auch mal einen Film gucken, ein bisschen abschalten. Also morgen werde ich als Lehrer unterschreiben. Lehrer, so. Und die anderen? Ich gehe jetzt hier mal einen Kollegen besuchen in Sentoran. Wir kennen uns schon irgendwie seit der Kindheit. Und der arbeitet hier in so einem Hotel und da gehe ich jetzt einfach mal rein. Ich bin der Sentoran Yerasan, der Kollege von Flo. Hab die Ehre, euch jetzt hier begrüßen zu dürfen in der teuersten Penthouse-Suite in ganz Düsseldorf. Ich zeige euch einmal dieses kleine Zimmer. Mit einem schönen Wintergarten haben wir hier. Und in diesem Luxus-Apartment Penthouse können bis zu 6 Leute übernachten. Und der Flo, der ja von der ganzen weiten Welt, aus der dritten Welt hingekommen ist, hat jetzt die Möglichkeit, den absoluten Kontrast zwischen Luxus und Armut zu sehen. Und genau dieser Kontrast macht mir zu schaffen. Verschiedene Stimmen streiten sich in mir. Schau dir doch mal an, wie die Leute hier leben. Das kann es doch echt nicht sein. Völlig übertrieben, völlig realitätsentfremdet. Nicht erkennt, dass wir hier in Deutschland die Gewinner des kapitalistischen Systems sind, weltweit. Und dass wir auf Kosten anderer leben. Auf Kosten anderer Menschen, auf Kosten des Planeten, in einem System, was auf Ausbeutung und Unterdrückung basiert. Und die Leute, die kapieren es einfach nicht. Ich verpiss mich hier, ich steig da aus.
Du lebst doch auch auf Kosten anderer. Du bist genauso Teil des Systems und damit Teil des Problems. Ich sag dir, was du machen sollst. Such dir einen Job, am besten mit Verbeamtung. Such dir eine Frau, start eine Familie. Vergiss diese ganze negative Scheiße. Vergiss den Weltschmerz, da kannst du nichts machen. Krieg dein Leben auf die Reihe und mach's dir hier schön. Willkommen in Deutschland. Ja, willst du jetzt deine Freiheit verkaufen und dir einen Job suchen, oder was? Junge, lass diese Scheiße sein. Komm, wir gehen nach Kolumbien, wir gehen mit den Hippies in den Wald. Das ist Leben, Junge. Leute, hört auf zu streiten, macht doch eh keinen Sinn mehr. Lieber hier einen trinken, die Erde ist doch sowieso am Arsch. Prost! Du bist schon lange raus. Du hast für gar nichts zu sagen. Ich muss erstmal klarkommen, meine eigene Mitte wiederfinden. Ich mache ein Feuer und umarme den dicksten Baum, den ich im Garten meiner Eltern finden kann. Das hilft, ehrlich. Ja, gar nicht so einfach wiederzukommen nach so einer langen Reise. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen wieder dran gewöhnt, ans Leben in Deutschland. Und eigentlich soll es hier ja gar nicht um mich gehen. Aber ich glaube, viele Leute haben diese inneren Konflikte, wie ich auch, und wollen was verändern. Und für diese Leute ist diese Serie. Es soll hier um Leute gehen, die ich in den letzten Jahren getroffen habe, die schon anders leben und anders denken, auch anders fühlen, nachhaltiger, sozial gerechter, mit mehr Sinn. Und ja, die Leute stelle ich euch hier mal vor. Eine Selbstversorgerfarm starten, Permakulturgarten, einen riesigen Essenswald anlegen, Häuser aus Müll, Erde und Stroh bauen, auf dem Feuer kochen, Essen aus den Mülltonnen, Communities, in der Natur, mit der Natur, suchen nach dem Selbst und dem Sinn und der nächsten Herausforderung. Anders leben, nachhaltiger, bewusster und mit mehr Liebe.